Das hier, liebe Leute, ist der Wahnsinn. Riesengroße Blätter bei deinen Zimmerpflanzen hat eine Frau die Leidenschaft für sich entdeckt, kleine Pflanzen ganz groß zu machen. Und zwar so groß, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Glaubst du nicht? Tja, dann pass jetzt mal ganz genau auf. Wow, was für eine Hammerpflanze. Ist jetzt ein Jahr alt. Ein Jahr? Ja. Ey, das ist ohne Witz so heftig, wie groß einfach diese Blätter sind. Und soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, für diesen einen Pflegetipp werden dir sehr, sehr viele Menschen da draußen sehr, sehr dankbar sein. Ja. Ich gucke jetzt gerade von hier oben runter auf deine Pflanzen. Man kommt hier rein und sieht erstmal das hier. Also das ist ja krass. Und dann läuft man ein bisschen nach vorne, guckt runter und denkt sich so, oh mein Gott, Leute, und glaubt mir, das ist jetzt ein Weitwinkel. Wir gucken uns die ganze Sache jetzt mal von unten an, würde ich sagen. Komm mit. Oh, er denkt jetzt, er darf mit. Ja, der darf auch mit. Ja, wir sind jetzt hier unten. Da oben, wenn man mal hinguckt, das sieht richtig schön aus mit den Bildern. Und wie hoch sind deine Decken? 5,30 Meter tatsächlich. 5,30 Meter mit richtig viel Licht. Und zwar richtiges, natürliches Licht und keine Beleuchtung. Aber Beleuchtung hast du auch. Beleuchtung habe ich auch, richtig. Ja, aber hier mit den großen Fenstern, das ist natürlich super. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du hier so an Pflanzen hast, wenn ich mir das hier mal angucke. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal durch und wir warten mal bis zum Ende, weil da gibst du uns hier mal die Pflanze vor die Kamera, die du am schönsten findest. Für dich persönlich. Aber jetzt, gucken wir uns erstmal. Leute, guck mal da drüben. Boah, das ist so krass. Okay, wir fangen jetzt an und gehen jetzt einfach mal hier durch die Reihen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal hier an, weil das ist richtig krass. Sehr gerne. Also das ist die Pflanze, die tatsächlich sehr wenige haben. Das ist ein Philodendron fibrosum. Den finde ich auch richtig, richtig toll. Das ist auch eine außergewöhnliche Pflanze. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Mhm. Die ist sehr ungewöhnlich. Krass. Sehr schön und im Licht glänzt sie richtig. Also das ist die glänzendste Pflanze, die ich habe. Ja, dieses Schimmern, meinst du, das Metallische, genau. Ne? Ja. Wie sieht denn die Blattunterseite aus? Okay, die ist einfach grün. Da hätte ich jetzt gedacht, bei dem Neuaustrieb, der sieht ja auch so ein bisschen rötlich aus. Ja, der sieht einfach schön rosa aus. Ja, guck mal, das ist so krass, wie flauschig der einfach ist. Ja. Obwohl, wenn man den anfasst, ist das gar nicht so flauschig. Der ist richtig fest. Stimmt. Wie so ein Schweinchen. Ja, durstig. Ja, genau. Was kostet die? In der Größe, was würdest du schätzen? Oh, keine Ahnung. In der Größe habe ich die noch nirgendwo gesehen. Ja. Also tatsächlich, die habe ich auch aus einem kleinen Cutting habe ich die großgezogen. Mhm. Und in der Größe sind die tatsächlich selten. Die ist auch nicht ganz einfach in der Pflege. Ja. Und viele kriegen es einfach nicht hin. Ja, okay, aber scheint ja hier ganz gut zu klappen. Wie viel Luftfeuchtigkeit hast du? Das können wir da sehen, gerade 58% bei 21 Grad. Ja, das geht. Das haben relativ viele Menschen, denke ich mal, in ihren Wohnungen oder Häusern. Definitiv, und definitiv. Jetzt gucken wir uns die Pflanze daneben an. Und das sind meine grünen Zwillinge, das sind die Melanos. Mhm. Und die sind einfach hammermäßig. Also da bin ich richtig stolz drauf. Ja, vor allem makellose Blätter. Ne? Ja, weil das kriegt auch wirklich nicht jeder hin. Nee. Und da habe ich auch lange Zeit gebraucht, um da die richtige Pflege dafür zu finden und auch vor allem den richtigen Standort. Ja, die meisten haben Probleme, dass da irgendwie mal ein Blatt kommt und das dann irgendwie in der Blattkapsel hängen bleibt. Und dann vergammelt. Ja, genau. Ja. Aber das hast du hier ganz gut hingekriegt. Okay. Da übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert mit Gießintervallen etc., Pflegeparameter, müsst ihr mal dranbleiben, weil da gibt es gleich noch mal ein paar Informationen und vor allen Dingen noch mal ein Spezialvideo. Aber diese Pflanze ist einfach richtig krass. Und guck mal, das ist ein Weitwinkelobjektiv. Hier meine Hand. Wisst ihr Bescheid, ne? Also 70, 80 Zentimeter wird dieses Blatt bestimmt lang sein. Ja, ist. Boah, richtig cool. Ist richtig lang, ja. Ja. Okay, und welche haben wir denn daneben? Leute, ich laufe noch mal vorher einmal kurz durch, damit ihr schon mal so ein bisschen was sehen könnt, was gleich auf euch zukommt. Bams. Ja, das ist der Colombianer gerade. Das ist der Philodendron speculum. Der leidet hier ein bisschen was der für dicke Stiele hat. Am Lichtmangel. Ja gut, hier hinten ist ein bisschen mehr. Ja, weil der jetzt natürlich auch beschattet wird durch die Bäume da hinten. Richtig. Ja. Am Anfang, also vor einem Jahr, war das noch nicht so das Problem oder halt vor 2 Jahren. Mhm. Ja, das ist ein Verrucosum bosco, den du gerade in der Hand hattest. Ja. Das ist definitiv
einer der tollsten Pflanzen, der ist absolut unkompliziert. Also Verrucosum encense ist immer so eine kleine Diva und geht sehr schnell ein. Wenn ihm irgendwas nicht passt, hast du direkt irgendwie braune Spitzen, knusprige Blätter und alles, was man nicht braucht. Aber der hier ist unkompliziert. Der wächst und tolerant gegenüber Trockenheit und zu viel Wasser und der ist einfach dankbar. Also würdest du sagen, das ist so eine typische Pflanze für jemanden, der jetzt gerade vielleicht mit dem Hobby beginnt, der Lust hat auf so exotische Zimmerpflanzen, der sollte sich so einholen. Genau. Ja? Schöne, glänzende Blätter, große Blätter und einfach eine sehr attraktive Schmuckpflanze zu Hause. Sehr unkompliziert in der Pflege, würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Und wächst halt auch sehr, sehr schnell, ne? Ja, Gerade im Sommer. die wächst sehr schnell. Die Pflanze ist jetzt 1 Jahr alt. 1 Jahr? Ja. Alter, ne, das glaube ich nicht. Vor allem wichtig ist, wenn man schnell große Pflanze haben möchte, holt euch am besten ein Top-Cutting. Das bedeutet eins, was von der Spitze abgeschnitten wurde und von einer großen Pflanze, also erwachsenen Pflanze. Hier kann man ganz gut sehen, ich habe einmal einen dicken Stamm und einen dünnen Stamm daneben. Beide Pflanzen sind gleich alt, also 1 Jahr alt, aber die einen habe ich angefangen von einem Mini-Cutting und da kann man auch unten sehen, das ist bloß so ein dünnes Seilchen hier von der Seite, was da rauskommt. Ja. Und genau, und der andere eben war direkt ein großer Kopf und da kannst du sehen, auch Unterschied von Blattgröße, ne? Das oberste von der einen Pflanze im Vergleich daneben direkt. Ja, und hier wächst es jetzt ein bisschen drüber. Ist das die Pflanze, die es heute gilt zu schneiden? Der es heute an den Kragen geht. Ja, okay, da bin ich mal gespannt. Da werden wir nämlich noch ein Pflänzchen schneiden, liebe Leute, damit ihr genau seht, wie das die Viola macht. Genau. Kurzes Break an dieser Stelle, liebe Leute. Die Blätter sind einfach nur mega krass. Und wie auch schon angekündigt, werden wir natürlich noch mal ein extra Video nachschieben. Und nächstes Jahr haben wir so ein paar Sachen vor, die werden euch komplett vom Hocker hauen. Deswegen hier nochmal für euch die Information, definitiv den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos dann hier auf dem Kanal auch nicht verpasst. Denn es wird mit Sicherheit den ein oder anderen heftigen Tipp geben, der eure Pflanzen auf ein neues Level katapultieren wird. Und wo wir jetzt gerade beim Thema auf ein neues Level katapultieren sind, habt ihr bestimmt schon festgestellt, dass ich hier an einem ganz neuen Tisch sitze. Und zwar ist dieser Tisch von Flexispot. Flexispot ist der heutige Sponsor des Videos und das freut mich natürlich richtig, denn die Leute von euch, die meine alten Videos kennen, die wissen, da saß ich immer auf dem Boden an meinem Wohnzimmertisch, überhaupt nicht bequem und vor allen Dingen überhaupt nicht gesundheitsfördernd für meinen Rücken. Und deswegen bin ich jetzt so unfassbar froh, dass ich diesen wunderschönen Tisch habe, denn diesen Tisch kann ich sowohl im Sitzen benutzen als auch hier oben, denn ich kann den hier einfach rauf und runterfahren, was ziemlich cool ist. Und das Witzige ist, ich habe da sogar verschiedene Modi. Die kann ich komplett so einstellen, wie ich möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte wieder sitzen, dann drücke ich einmal die 1 und dann fährt der Tisch runter bis in dieser Position, wo ich halt sage, da auf dieser Höhe sitze ich gerne. Ey, bleib mal stehen. Und jetzt kann ich dem Tisch einfach sagen, komm Junge, fahr wieder hoch, denn ich stehe ja und drücke hier einfach nur den Knopf. Und das ganze Ding fährt wieder auf die alte Position komplett nach oben. Flexispot hat in allen verschiedenen Preiskategorien was für euch parat. Der ist bombenfest, hier wackelt überhaupt nichts. Und das Coole ist, Kabelsalat gibt es auch nicht mehr. Denn hier sind alle Sachen mit verbaut, die man braucht, um seine Kabel unterm Tisch komplett unsichtbar zu machen. Und das Geile ist, ich habe hier sogar Rollen dazu gekriegt. Das heißt, den Tisch, den kann ich einfach, wenn ich hier fertig bin, wieder an die Wand rollen. Zum Aufnehmen kann ich den jetzt hier in die Mitte stellen. Und was auch noch cool ist, es gibt noch verschiedene Sachen, die man an diesem Tisch mit integrieren kann. Wie beispielsweise diese Schublade hier. Die ist magnetisch, wenn ich die wieder zumache, boom, ist die fest und ansonsten sieht man die nicht. Alles sehr clean gehalten und dafür vielen Dank. Dieser Tisch ist einfach nur grandios und das Beste, was mir jemals gerade hier fürs Video machen passieren konnte. Falls euch das Ganze jetzt soweit interessiert, denn ich kann es wirklich nur empfehlen, packe ich euch alle nötigen Informationen unten in die Videobeschreibung und auch natürlich den Direktlink zu Flexispot. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Tisch und mein Rücken dankt es euch auch. Hier geht es weiter durch den Dschungel an den Blättern vorbei. Zack, zack. Wow. Hier haben wir auch ein paar Alokasien, Leute. Für die Alokasien-Liebhaber ist natürlich auch gesorgt. Aber was ist das denn hier? Ja, das ist mein kleiner Verrucosum Amazon Sunset. Also ich habe 2 davon. Den hier nenne ich Big Red. Weil das ist einfach ein Hammerstück. Mein Gott. Ja.
Ja. Und der ist irgendwann mal einfach gewachsen, da gab es keinen Halt mehr. Der war klitzeklein, Ja. wirklich klitzeklein. Wo hast du den her? Equagenera. Okay, krass, ja. Also die ist schon wie alt? Die ist jetzt auch über 2 Jahre alt. 2 Jahre alt, ja. Und da war sie ganz klein, dann hast Da du war sie die ganz ja klein. genau das gleiche gemacht, wie du jetzt bei den anderen. Genau, Ja. dasselbe Zauber angewandt. Mein Gott, das ist ja heftig. Ja, okay, was halt schade ist, dass die im unteren Bereich jetzt keine Blätter hat, ne? Fängt halt hier an, aber dann halt so richtig. Boah, diese Blätter sind wirklich, wirklich hardcore. Bin ich tatsächlich gar nicht so, wie soll ich das sagen, enttäuscht, dass er unten keine Blätter mehr hat, denn da habe ich die Möglichkeit, nämlich andere Pflanzen drunter zu stellen. Ja, bei dir ist das auf jeden Fall perfekt, weil genau, weil du hast halt nicht das Problem jetzt, ne, wenn du die alles, dann hast du hinten noch mehr Schatten und so hast du noch die Möglichkeit, jetzt hier deine Pflanzen hinzustellen. Das ist natürlich praktisch. Aber ich sag mal, bei den meisten Leuten sieht es halt nicht so groß aus. Von daher, ja. Passt es bei dir auf jeden Fall wunderbar. Genau, und Alokasien hast du auch. Mit Alokasien hatten wir gerade schon mal kurz gequatscht. Hast du schon vor längerer Zeit angefangen. Genau. Und ich glaube, als Einstiegspflanze quasi, ne? Richtig. Meine allererste Alocasia war eine Alocasia portadora, die irgendwann mal hier fast einen kompletten Raum eingenommen hat. Also die hat am Ende über 1 Meter lange Blätter geschmissen. Ja. Und die hatte richtig, richtig viele davon. Und ja, irgendwann musste man eine Entscheidung treffen, was man haben möchte. Und ich habe mich dann eben für vertikales Wachstum entschieden. Das heißt, mehr Pflanzen auf kleineren Raum unterbringen zu können. Ja, das ist, man sieht es irgendwie. Und da würde mich auch nochmal interessieren, Substrat, weil Substrat ist, glaube ich, da auch nochmal entscheidend. Gerade wenn du mit Alokasien auch so einen Erfolg hattest, können wir dann auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt bequatschen. Genau. Und hier unten hast du auch noch was Kriechendes. Noch einen verbleibenden Kriecher, das ist Philodendron luxurians. Der mag es hier nicht so, weder vom Licht noch von Feuchtigkeit. Ja. Der braucht viel höhere Luftfeuchtigkeit und der ist einfach bei mir so unglücklich. Ja. Und ja, viel zu schade für die Pflanze eigentlich. Suchst du denn die Pflanzen aus nach den Gegebenheiten, die du hier hast und sagst, okay, ich guck vorher, die braucht jetzt nicht ganz so viel Luftfeuchtigkeit? Mittlerweile oder? ja. Ja. Definitiv, definitiv. Ansonsten ist die Pflanze einfach zum Sterben verurteilt und das ist nicht der Sinn der Sache. Ja. Das ist nämlich ein wichtiges Stichwort, wie ich finde, weil viele Leute von euch da draußen oder die jetzt gerade mit dem Hobby anfangen, die kaufen sich nämlich dann Pflanzen, ohne zu wissen, was die eigentlich brauchen. Das sind dann meistens Monstera obliqua und solche Sachen. Genau, oder, man findet die schön. Genau, man findet die schön oder auch, da gibt es auch so viele schöne Begonien und sowas. Oh die, ja. Ja, aber die meisten wissen dann halt nicht, dass die vielleicht nochmal ganz andere Pflegeparameter brauchen, gerade was Luftfeuchtigkeit angeht. Ja. Die kaufen sie dann und nach 2, 3, 4 Wochen gehen die halt kaputt. Ne? Und genau deswegen ist es genau richtig, wie Viola das macht. Die sagt halt, hier gehen nicht alle Pflanzen super. Also gucke ich, welche Pflanzen bei den und den Bedingungen, die jetzt gerade hier herrschen, gut funktionieren. Und daraufhin werden dann die Pflanzen ausgewählt. Ne? Richtig. Ja. Genau, und deswegen, liebe Leute, ist nicht immer der Pflanzenshop schuld, wenn eure Pflanzen zu Hause kaputt gehen oder das Substrat, der Dünger oder sonst irgendwas, sondern es kann auch mal vorkommen, dass einfach die grundsätzlichen Pflegeparameter nicht 100%ig sind und es dazu dann zu Ausfällen kommt. Jetzt sehe ich da hinten, sie hat eine Calathea. Ich bin nicht der größte Calatheen-Fan, ich weiß, die Leute, Ich auch nicht. Ja, die Leute, die sie halt mögen, ist auch alles gut. So ist ja doof, wenn alle irgendwie die gleichen Pflanzen hätten. Aber du hast eine Calathea und bist nicht unbedingt Fan, aber du hast die aus einem besonderen Grund, glaube ich, ausgewählt, weil du einfach gesagt hast, die passt da hinten irgendwie rein und Die passt da rein und Ja. das funktioniert. Also ich habe mich vorher erkundigt, was braucht die? Die braucht nicht viel Licht, einmal check. Die muss nicht so oft gegossen werden, einmal check. Und temperaturmäßig passt das auch. Also habe ich gedacht, ich probiere es, weil die hat sehr schönes Blattwerk. Also die ist auch genauso wie der Milano, Velvetpflanze und alles, was irgendwie so samtige Oberfläche hat, hat sowieso mein Herz gewonnen. Und ja, es geht ihr gut. Ja. Die wächst, die hat sogar geblüht. Ich war ganz erstaunt. Ich habe noch nie eine blühende Calathea gesehen. Ja. Die hat es geschafft. Und Hammer. ich mag sie einfach. ja, genau, da haben wir wieder das Ding, ne? Du hast geguckt, was kann die Pflanze, was braucht die Pflanze und das kannst du ihr bieten, also funktioniert's. Jetzt sehe ich da oben die Geweihfahne und hier unten habe ich es jetzt gerade auch gesehen, beziehungsweise und ist irgendwie immer mehr am Kommen, habe ich das Gefühl. Und das finde ich gut. Und du hast sie auch. Und Ich habe sie auch. Was sagst du dazu? Ich finde die ganz toll. Also tatsächlich sehr unkompliziert, brauchen nicht viel. Zumindest diese Spezies. Also das ist das, was bei uns im Moment auch sehr gut erhältlich ist. Das ist ein Platycerium bifurcatum und
Ja, der braucht nur ein bisschen Moos, ein bisschen Beams, Langzeitdünger und den kannst du an jedes Holzbrettchen tackern und an die Wand hängen und dann wächst er. Ja, nur mit der Besonderheit, dass der halt nicht so richtig im Topf steht, wie man es halt so gewohnt ist. Ne? Wie jetzt Genau. Also ich habe da einen noch im Topf, den habe ich noch nicht an Holzbrettchen gemacht. Im Topf fühlt er sich auch wohl. Genau. Sieht nur halt nicht so ansprechend aus, also für meinen. Ja, nee, irgendwann soll es ja auch dazu kommen, dass der dann auch wahrscheinlich an der Wand ist. Ne? Genau. Aber solange kommt hier einfach nur ein bisschen Moos rein, ein bisschen Bims, irgendwie mineralisch, irgendwie ganz wenig, glaube ich. Ne? Ja, der braucht echt nicht viel. Ja, und wie oft musst du den gießen? Wenn er austrocknet, also eigentlich einmal in 2 Wochen. Ja, okay. Dann tauche ich. Die da oben, die trocknen schneller aus. Ja. Die muss ich mindestens einmal die Woche tauchen. Aber der im Töpfchen, der hält es ein bisschen länger. Dadurch, dass auch das Töpfchen komplett abgedeckt hat durch diese Deckblätter, die klar. halten enorm die Feuchtigkeit zusammen. Ja. Was bei denen da oben noch nicht gegeben ist. Ja, und dann hängst du dich da immer quasi über deine Brüstung und Nö, hebst ich nehme sie ab und tue sie in die Badewanne. Ja, perfekt. Ich mache es mir einfach. Sehr gut. So, raus aus dem Dschungel. Haben wir ja noch gar nicht zur Viola gehört. Und da interessiert mich jetzt vor allen Dingen, als allererstes, du wohnst ja nicht alleine. Dein Hund ist noch da, ich glaube, der findet es ganz cool, aber was sagt dein Partner dazu? Ja, sagen wir mal so, ab einer gewissen Zeit drohte mir regelmäßig hier mit einer Machete durchzugehen. Oder der kündigt an, dass die nächste Staffel von Holt mich hier raus, ich bin ein Star, bei uns gedreht werden Ja, das sollte. könnte man machen mittlerweile, glaube ich. Genau. Ja, es ist mein Hobby, er hat sein Hobby, der lässt mich machen und zwischendurch rollt er mit den Augen, aber ansonsten ist alles cool. Okay, jetzt ist ja auch die Frage, wo ich immer denke, wir haben so ein Pflanzenhobby, da sind ja nicht allzu viele in Deutschland mit vertreten. Wie oft hast du hier Besuch, die sich deine Pflanzen angucken? Tatsächlich sehr wenig. Ja, sehr wenig. Ne? Also wegen den Pflanzen sehr wenig. Ja, so. Und ich glaube, heute mit dem Video werden es mehrere tausend sein, die sich wahrscheinlich dafür interessieren, was hier mit deinen Pflanzen abgeht. Deswegen finde ich es erstmal ganz cool. Was sagen denn deine Besucher, wenn sie mal hier sind, jetzt nicht wegen Pflanzen, ne, sondern ganz normale Besucher? Ja, die sind erstmal komplett geflasht. Der eine findet es gut, der andere findet es weniger gut. Also es gibt ja Menschen, die sagen, oh, das ist jetzt Plant-Hoarding und das ist ja total übertrieben und braucht doch kein Mensch. Aber die meisten sind erstmal so, wow. Ja. Wow. Ja. Wow. Also ich finde es auch wow. Ich denke ihr auch da draußen, aber ihr seid ja auch Gleichgesinnte. Von daher alles andere wäre komisch. Und die Frage, die ich sonst noch habe, hast du mal gezählt, wie viele Pflanzen du aktuell hast? Oh, tatsächlich nicht mehr. Ja. Schon lange nicht mehr. Also ich habe die Anzahl der Pflanzen drastisch reduziert. Das waren irgendwann mal über 150. Das waren aber auch viele kleine Pflanzen, auch viele Lokasien. Und irgendwann mal mit dem entsprechenden Wachstum der Pflanzen musste ich einfach aussortieren. Ja. Da bleibt eben nur das Schönste darf wachsen. Ja. Und die Kleinen müssten leider ausziehen. Okay, dann noch eine Frage. Und zwar bist du jetzt gerade hier und zeigst uns das gerade, aber gleichzeitig haben auch ihr da draußen, die Leute, die Möglichkeit, zumindest wenn ihr Instagram habt, das mal alles so zu sehen, ne? Ja, definitiv. Auf Instagram, no name meets nobody. Also besucht mich gerne, wenn ihr Hier unten Interesse habt. Genau, hier unten nochmal eingeblendet. Könnt ihr mal gerne auf das Instagram-Profil gehen, da gibt es noch mal einiges an Zeug und mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tipp, wie ihr das vielleicht auch so ähnlich hinkriegen könnt, wie jetzt hier die Viola das hinkriegt. Und jetzt würde ich sagen, hast du noch irgendwas? Gucken wir uns hier weiter die Pflanzen an. Bevor wir jetzt gleich mit meiner Favoritenreihe anfangen, schwenken wir hier einmal rum und gucken uns das hier einmal an, weil es gibt ja auch Orchideen. Ich bin ja auch so ein heimlicher Orchideen-Fan und denen geht es hier, glaube ich, auch ziemlich gut, würde ich sagen. Den geht super gut. Ich habe noch viel mehr. Wie alt ist die? Die ist bei mir jetzt seit 2 Jahren. Ah, krass, okay. Also das hier ist ja wirklich krass. Die ist Da würde ich toll. sagen 8, 9 Jahre hätte ich jetzt fast gesagt. Aber Das mag sein, aber ich habe die schon relativ groß gekauft. Ja. Und die ist, also wenn die komplett aufblüht, das ist der Wahnsinn. Ja, Und glaub die ich. duftet wie verrückt. Das ist, ist das so? ja. Und die blüht wahrscheinlich auch fast das ganze Jahr über, ne? Also dann Ja, geht sie mal wieder ab. Dann versucht's, genau, Ja. die versucht es das ganze Jahr über zu blühen, aber irgendwann mal schießt die einfach komplett. Also die braucht auch ihre Kälteperiode, das fördert auch nochmal die Blütenbildung. Und das kriegt sie jetzt hier Wie düngst du die? Winter. Entschuldigung. Die kriegt die Orchideendünger mal ins Wasser. Ah, einfach ins Wasser. Kein Blattdüngung oder sowas, sondern Doch, einfach. ich habe so ein Blattspray, Ja. was ich auch regelmäßig anwende, bei wöchentlicher Pflege, wenn ich die tauche. Also ich tauche die generell, die werden nicht gegossen.
Und dann nehme ich immer ein Blattspray, das macht die Blätter auch sauber und Ja. führt auch zusätzliche Nährstoffe hinzu. Und ansonsten ab und an dünge ich die natürlich. Ja, und Tillandien habe ich auch hier überall mal gesehen. Tillandien finde ich einfach toll. Also das sind meine heimlichen Favoriten. Ja, Die habe ich eigentlich fast an jedem Moorstab und die treiben auch fleißig Blüten und machen Babys und die sind Echt? einfach fantastisch. ja, wie so Deko, die man einfach irgendwo hinhängen kann. Ja, Ne? genau, Da absolut. oben auch nochmal. Und hier liebe Grüße an Jungle Leaves. Ja, Von denen habe ich die meisten. Ich habe tatsächlich auch immer auf Botanica zugeschlagen. Ah, okay, ja. Also, liebe Leute von Jungle Leaves, liebe Grüße. Fangen wir jetzt hier an und zwar geht es hier Monstera-mäßig los. Genau, Mit das der- ist die Adanzoni. Meine ganz kleine Adanzoni, mit der bin ich so semi-zufrieden. Die wird demnächst geschnitten und ich möchte die noch mal viel buschiger kriegen. Aber man sieht, die wächst und die Blättergröße, die Blattgröße nimmt zu. Ja. Und die fühlt sich einfach wohl hier. Ja, also vor allen Dingen ist es ja nicht nur so, dass die Blätter oben schön aussehen, selbst sogar hier unten sind die noch super. Ne? Und wie alt ist die Pflanze? Wie alt ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, dieses Blatt? Ungefähr geschätzt? Mindestens ein Jahr. Ein Jahr, aber auch wieder Also krass. die droppt die Blätter nicht. Ne? Also die werden bei mir sehr, sehr selten gelb Ja. und fallen ab. Also eigentlich, das ist eine sehr schnell wachsende Pflanze. Ja, Ja, und die wird bei mir eher geschnitten. Die schafft es gar nicht, die Blätter abzuwerfen. okay, da musst du aber auch gut düngen wahrscheinlich. Also düngst Ja, du alle die- Pflanzen hier gleich so grundsätzlich? Nein, die kriegt auf jeden definitiv. Fall... Die ist hungrig. Ja. Die ist hungrig, die ist permanent hungrig. Wenn du die mal nicht düngst, hast du sofort gelbe Spitzen. Ja. Ne? Okay. Die ist hungrig und die kleine Dubia hier ist auch hungrig. Hier für alle Leute da draußen, die sich mal eine süße kleine Dubia kaufen mit den An so einem wunderschönen Blättern Ja. auf so einem Brett. Ja. Genau, das wird nämlich da draus. Ja, das ist heftig, ne? Früher hat man sowas gar nicht gesehen. Früher hat man immer nur die kleinen Blätter gesehen. Ich blende es mal an dieser Stelle ein, wie das Ganze aussieht. Und wenn man sich die kleinen Blätter anguckt, dann guckt euch mal das hier an. Das sieht auf jeden Fall mal ganz anders aus. Und ja, so sind adulte Blätter im Gegensatz zu den kleinen Babyblättern der Dubia. So, ja, richtig krass. Und wie alt ist die? Ich weiß es tatsächlich nicht. Circa? Also mehr, Ja, also 2, 3 Jahre wahrscheinlich. dann. 1,5 bis 2 maximal. Okay, also hier unten sieht man es auch nochmal, das ist quasi schon ein großes Blatt, aber ohne Fenestrierung. Genau, das war quasi das allererste Versuch, ein Fenster zu machen. Das war Wo ist es denn? nicht da, das ist nur so eine Ach so, aufgeschlossene ja, Ecke, okay, genau. ja, witzig, ne? Und dann, ja, dann war hier wieder so eins, das ist ja echt lustig. Und dann, 2 Stück gekriegt, dann hier 4, 2 große und ein kleines oder 2 kleine. Ja, so. und dann hat sie gesagt, ich mach mal welche mehr. Ja, das ist cool. Also das finde ich auch spannend, ne, das so mal zu sehen. Genau, die braucht auch mittlerweile ganz, ganz dringend eine Verlängerung. Ich habe tatsächlich jetzt auf unser Termin gewartet, Ja. damit man die noch in voller Pracht bewundern kann, denn ansonsten ist sie dann halt direkt 1 Meter kürzer. Ja, genau, das wäre schade gewesen. Aber jetzt haben wir sie mal gesehen und die Pflanze könnt ihr dann auch noch mal sehen, wenn ihr auf den Instagram-Kanal geht von der Viola. Genau. So, die rechte Seite haben wir schon. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mit der Splendid oder machen wir mit dem Skeletor weiter. Ja, dann erzähl mal was. Also erstens mal Schweizer Käse. Loch an Loch und Genau. Geldloch. Ja, aber mega cool. Und die hier, hast du gesagt, wächst schnell oder nicht so schnell? Relativ schnell. Ja. Relativ schnell. Also natürlich kein Vergleich zu Dubia oder Danzoni. Die sind wahre Speedy Gonzales. Aber die schiebt ein Blatt nach dem anderen wie eine Maschine. So. Ja. Was ich übrigens auch noch nicht erwähnt hatte, hier nochmal bei der Dubia, die sind ja alle hier so ein bisschen in Szene gesetzt, sage ich jetzt mal, ne? Damit es halt erstens mal hier nicht so viel Platz einnimmt im Raum und zum anderen, dass es dann halt so, wie sagt man, ästhetisch. Genau, einfach besser ausschaut. Ja, das hast du so fast bei allen Pflanzen, ne? Richtig. Und das sieht auf jeden Fall richtig cool aus und vor allen Dingen, ja, du hast dann einfach viel mehr Platz links und rechts und Genau, das. weil die Pflanzen sind einfach gigantisch mittlerweile. Also es gibt keinen anderen besseren Wort dafür. Die sind nicht groß, die sind monströs groß. Und wenn natürlich so ein Blatt, musst du überlegen, ein Blatt hat dann einen Blattstiel von 70 cm bis 1 Meter und wenn es dann nochmal auslandet, nach rechts und links macht, dann hast du gar keinen Platz mehr. Ja, Ne? richtig. Und entsprechend nehmen die dann auch Licht den anderen Pflanzen weg. Deswegen versuche ich die so kompakt wie möglich zu halten. Ja,
Und gerade bei der Esqueleto, wo wir gerade waren, die wird ja dann locker bis hier hingehen. Ne? Genau, genau. Das wäre dann wirklich 1,5 Meter Durchmesser, die Pflanze. Und das Und sprengt jeglichen Rahmen. Ja, und es sieht auch noch schön aus, wenn man sie so schön hat. Okay, dann Tillandien wieder hier. Ne? Und da haben wir den Splendid. Brauchst du eine Leiter? Ja, das ist wirklich, also warte mal, wenn ich meine Hand, ich bin so 1,80, 82 groß, die ist bestimmt so, was ist das, 3 Meter? Nee, 2,5? 2,5 werden es sein. Ja, also 2,5, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, sieht auch cool aus und die wächst hier und schlängelt sich den ganzen Mosspol oder Moosstab so schön. Ah, guck mal hier, das kann man wegschieben, super. Wächst dann schön hoch und hier auch sogar in der Blüte, glaube ich. Die schiebt jetzt 1 oder 2 Blüten raus. Also beim letzten Mal waren es 2. Die ist irgendwie blühfreudig im Moment. Und da versuche ich auch mal, die mit dem Glorious zu kreuzen. Das ist doch mal spannend. Wird man davon was auf deinem Instagram-Kanal sehen? Mit Sicherheit. Ja, sehr gut. Und da nochmal die Anmerkung. Und zwar befinden wir uns hier in Nordrhein-Westfalen. Und weil viele ja immer denken, solche tollen Pflanzen bekommt man gar nicht so groß, wenn man in Deutschland lebt. Ja. Doch. Irgendwie schon, ne? Wenn man weiß wie. Genau. Und dann gucken wir uns die Nachbarpflanze an. Auch richtig cool gewachsen. Ja, und die ist noch relativ klein für ihre Spezies, also die wird noch um einiges größer. Auch die Blättergröße nimmt zu, sowohl in der Breite als auch in der Länge. Und ja, das ist Philodendron glorious. Das ist eine Kreuzung zwischen Melanochrysum und Gloriosum. Genau. Und ja, eine der beeindruckendsten Pflanzen überhaupt. Wächst schnell, ist dankbar für alles und relativ unkompliziert. Ja, also auch wieder ein Tipp für alle, die sich noch nicht ganz genau einig sind, was die für eine Pflanze kaufen wollen. So ein Glorious ist auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen. Ne? Definitiv. Also eigentlich fast alle Hybriden würde ich uneingeschränkt empfehlen, denn die sind meist viel robuster als die Mutterpflanzen und sind einfach unempfindlicher gegenüber äußeren Bedingungen. Und vor allen Dingen nicht nur bei den Philodendren, sondern auch bei Anthurien und Co. Genau, ne? genau. Ja. Okay, was haben wir hier vorne noch? Hier haben wir da hinten noch eine kleine Monstera, Pinatipartita. Die wird mal richtig cool, aber die leidet im Moment hier in der Ecke, weil einfach zu wenig Licht hier kommt. Die ist richtig lichthungrig, also das haben alle Monsteras. Jeder, der sich eine Monstera holt, muss ihr bitte genug Licht geben. Nur dann gedeihen sie und wachsen auch richtig. Ja. Wer weniger Licht hat, da würde ich dem so ein Verrucosum empfehlen. Zack. Ja, und hier auch nochmal wieder von unten richtig schön. Vor allem kann man hier auch die Pflanzen bzw. die Blätter von unten bestaunen, weil die Pflanzen so groß sind. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Auch dieses Glänzende, ich weiß immer nicht, ob das so gut auf der Kamera rüberkommt, aber doch, das sieht man. Das ist cool. Ja, gefällt mir richtig gut, wobei das natürlich auch immer der Endgegner ist, was Schädlinge angeht. Oh ja. Schädlingsproblematik werden wir nochmal in dem anderen Video thematisieren. Wie gesagt, dazu gerne mal zu einem späteren Zeitpunkt hier auf dem Kanal vorbeischauen, denn da gibt es nochmal so ein paar Pflegetipps und Hinweise auch zu solchen tollen Dingern hier, ne? Zum Rankstab. Okay, hier noch eine Alocasia, so ein Standard, ne, der ja früher, ich sag mal, richtig begehrt war, den es mittlerweile in jedem Baumarkt gibt. Ne? Black Velvet. Die süße Black Velvet, ich liebe die. Die ich ist auch. noch eine aus den ersten Tagen. Ja, mega cool. Ist halt auch mit wenig glücklich, ne? Ja, total zufrieden. Ja. Hatten wir die schon? Nee, noch nicht. Das ist aber auch in Amazon Sunset. Also wenn es hier reinregnen würde, könnte man sich rein Könnte man sich theoretisch drunter runterstellen. Wenn man guckt, Bums. Riesenblätter, ne? Da sieht man es nochmal. Boah. Und so schön rot. Also ganz ehrlich, jemand, der nichts mit Pflanzen zu tun hat, der denkt doch, dass das nicht echt ist. Das ist echt. Ja, das ist echt. Das ist feuerrot. Und je älter die Pflanze wird, desto dunkler werden auch die Blätter. Na, hier sieht man so ein ganz junges, ist gerade geschlüpft quasi, sich entrollt. Und Feuerrot, das wird auch noch mal um einiges größer. Das sieht immer so aus wie ein kleines Kissen. Eine Frage müssen wir auf jeden Fall jetzt in diesem Moment klären, und zwar deine Lieblingspflanze.
Das ist ganz einfach zu beantworten. Wenn es hier mal alles abbrennen würde, gibt nur eine Pflanze, die ich definitiv sofort schnappe und mitnehme. Das ist nämlich Big Red. Ah, okay, der ist wirklich krass. Ihr seht ihn hier nochmal an dieser Stelle eingeblendet. Und wenn es nach mir gehen würde, ich würde ihn wahrscheinlich auch mitnehmen. Und wenn du das genauso siehst, schreib es unten mal in die Kommentare. Und übrigens, diese Pflanze, die nehmen wir uns jetzt vor, die wird jetzt geschnitten und da könnt ihr in den nächsten Wochen hier auf dem Kanal noch das entsprechende Video zu sehen und dann nochmal von dir alle möglichen Profi-Tipps, wie ihr zu Hause eure exotischen Pflanzen so groß kriegen könnt wie die Viola. Und jetzt würde ich sagen, klickt doch mal hier in dieses Video rein. In diesem Video geht es nämlich auch um richtig schöne Pflanzen und hier unten nochmal so ein paar Tipps für euch und dir sage ich vielen lieben Dank. Sehr gerne.